Moin und Namaste. Ich bin Kerstin von Watten Yoga. Unser Wünsch dir was Monat beginnt und wir starten mit einer Einheit für die Lendenwirbelsäule. Wir werden sie kräftigen, wir werden sie dehnen und wir werden sie mobilisieren. Also hopp auf die Matt und los, geitert. Wir starten heute in Rückenlage. Wie schön. Legt euch ganz gemütlich ab, lasst die Füße aufgestellt. Bringt sie mattenbreit und lasst die Knie leicht zueinander fallen. Dann bringt ihr die Hände zu eurem Unterbauch, schließt die Augen und wir nutzen diese kleine Position, diese gemütliche Position, um im Hier und Jetzt auf der Matte anzukommen. Beginne gleich, wenn möglich, durch die Nase ein- und auszuatmen. Und mit jedem Ausatmen lässt du deinen Alltag mehr und mehr los. Bring auch deine Gedanken hier auf deine Matte. Fühle die Auflagepunkte deines Körpers oder konzentriere dich auf deine Atmung. Das hilft dir dabei, im Hier und Jetzt anzukommen. Noch 3 tiefe Atemzüge. Wunderbar, öffne deine Augen, bring deine Füße parallel. Die Arme ganz entspannt neben deinem Körper und jetzt beginnen wir mit einer ganz kleinen Mobilisationsübung. Und zwar spürst du jetzt vielleicht, dass du noch ein leichtes Hohlkreuz hast. Das ändern wir, indem wir unser Becken nach oben kippen und so liegt dein ganzer Rücken auf der Matte auf. Und dann kommen wir wieder ins Hohlkreuz. Und dann kipp wieder dein Becken. Immer im Wechsel. Mach ein paar Wiederholungen nur für dich. Lass deinen Atem ruhig fließen. Wunderbar. Dann bring dein rechtes Knie zur Brust und umarm einmal dein Bein. Und dann gibt es so kleine Pulse. Du ziehst beim Ausatmen dein Knie noch ein bisschen mehr zur Brust und beim Einatmen lässt du wieder los. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen, noch ein paar Wiederholungen. Dann stell den Fuß auf, wechsel einmal zur linken Seite und auch hier kommst du in diese kleinen Impulse. Wir dehnen unseren unteren Rücken so ein bisschen auf.
Wunderbar. Zieh beide Knie einmal zur Brust und lass die Knie zur rechten Seite fallen. Wir kommen in das Krokodil, in eine kleine Drehung. Die Arme rechts und links von deinem Körper weggestreckt. Und wenn du magst, geht dein Blick einmal zum linken Arm. Lass deinen Atem fließen. Genieß die Dehnung in deiner äußeren Hüfte, die Drehung in deiner Brust. Einatmen, komm zurück. Knie wieder zur Brust ziehen und wir wechseln einmal zur linken Seite. Jetzt dreht sich dein Kopf nach rechts, wenn möglich. Und du nimmst wieder tiefe, ruhige Atemzüge. Wunderbar, komm zur Mitte zurück. Stell deine Füße wieder hüftbreit auf. Wir kommen in die Brücke. Hände neben deinem Körper, Handflächen nach unten. Und dann versuchst du jetzt ganz entspannt wieder dein Becken zu kippen, dass erstmal dein gesamter Rücken aufliegt und dann schiebst du deine Hüfte langsam nach oben. Wenn du oben angekommen bist, rollst du Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Wir massieren hier unsere Wirbelsäule. Ganz sanft, ohne Druck. Wenn wir einatmen, schieben wir unsere Hüfte nach oben. Und wenn wir ausatmen, kommst du langsam wieder zum Boden. Das gehört alles noch zur Mobilisation unserer Lendenwirbelsäule hinzu. Noch zweimal hier. Wunderbar. Für eine gesunde Wirbelsäule braucht es auch immer so ein bisschen Bauchmuskulatur. Also lasst uns ganz kurz einmal unsere Bauchmuskeln ein bisschen zum Leben erwecken. Bringt die Unterschenkel parallel zur Decke oder zum Himmel. Die Arme hinter euren Kopf. Löst Kopf und Nacken vom Boden. Die Ellenbogen ziehen Richtung Erde. Atme ein und ausatmen. Komm ein kleines Stück höher. Einatmen, senk ab, aber lege nicht ab. Ausatmen, komm ein kleines Stück höher. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Noch 5, 4, beweg dich ganz langsam. 3, 2, 1 und ein letzter. Und dann bleibe hier. Streck dein linkes Bein aus und bring deinen rechten Ellenbogen zum. Streck dein rechtes Bein aus und bring deinen rechten Ellenbogen zum linken Knie. Einatmen, wieder zur Mitte. Ausatmen, Wechsel nach rechts. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, Wechsel nach links. Und so fahren wir jetzt fort. Einatmen, immer zur Mitte zurück. Ausatmen, in die Drehung hinein. Noch 5,
Noch 4, noch 3, noch 2, noch einer und ein letzter. Wunderbar. Und dann bring die Füße einmal zusammen, lass die Knie nach außen fallen. Supta Baddha Konasana, der liegende Schmetterling. Streich deinen unteren Bauch aus. Und wenn sich alles wieder entspannt anfühlt, dann treffen wir uns jetzt in der Sphinx-Pose. Beweg dich ganz langsam und achtsam. Einmal in Bauchlage. Komm auf deine Unterarme, Hände weit aufgefächert, die Ellenbogen direkt unter deinen Schultern. Füße sind mattenbreit geöffnet und dann presst du dein Becken in die Matte, um deinen unteren Rücken ein bisschen zu entlasten, so dass dein Bauch sich ein bisschen von der Matte löst. Schultern sind tief, dein Blick geht leicht nach vorn mit ganz entspanntem Nacken. Und wir halten hier 5 Atemzüge. Ein letztes Mal einatmen und wieder aus. Werde weich, zieh deine Hände unter deine Schultern. Stirn liegt auf der Matte ab, du rollst die Schultern zurück. Einatmen, Cobra. Halte hier kurz und du merkst, das zielt genau auf die Lendenwirbelsäule ab. Ausatmen, gehe tief. Stirn liegt ab. Streck deine Arme nach hinten, Handflächen zeigen nach oben. Einatmen, löse wieder Kopf und Brust vom Boden und nimm die Beine hinzu, in die Heuschrecke. Halte kurz. Ausatmen, lege ab. Bring die Beine zusammen, ganz zusammen. Die Arme strecken über den Kopf. Einatmen, löse Arme und Brust vom Boden und nimm die Beine hinzu. Halte kurz und dann lege wieder ab. Bring deine Hände beide unter deine Hüften. Einatmen, heb deinen Blick nach vorn und dann hebst du erst einmal dein rechtes Bein. Halte. Ausatmen, senke ab. Einatmen, heb dein linkes Bein. Blick geht wieder nach vorn. Ausatmen, senke ab. Bring deine Hände unter deine Schultern, stülp deine Zehen um, komm in den Vierfüßler. Neutrale Position, zieh deinen Bauchnabel nach innen. Dein Blick geht zwischen deinen Händen zur Matte. Wir atmen ein, strecken unser rechtes Bein nach hinten, linker Arm streckt nach vorn. Schieb deine Ferse richtig zurück, zieh deine Fingerspitzen nach vorn. Halte. Ausatmen, setze ab und wir wechseln einmal die Seiten. Jetzt streck dein linkes Bein aus und dein rechter Arm zieht nach vorn. Halte, mach dich lang und ausatmen, setze ab. Und dann kommen wir vom Becken her in einen runden Rücken, in den Katzenbuckel.
Zieh dein Kinn zur Brust, press mit deinen Händen fest in die Matte. Vielleicht schiebst du sie ein bisschen vor und zurück. Und spürst an verschiedenen Stellen des Körpers die Dehnung. Oder des Rückens, besser gesagt. Und dann schieb dich einmal nach hinten in den Fersensitz. Ich drehe mich einmal zu euch. Wir atmen ein, Arme nach oben, ausatmen. Rechter Arm sinkt ab, vielleicht berühren deine Fingerspitzen die Matte und dann dehnst du dich einmal zur rechten Seite hin. Muss nicht viel sein, nur so ein bisschen. Einatmen zur Mitte zurück, ausatmen, Dehnung nach links. Einatmen wieder zur Mitte, ausatmen, kommen wieder in den Vierfüßler. Wir kommen in den Hydranten und rate mal, warum der so heißt. Weil es auch so aussieht. Also Hände fest in den Boden und dann öffnest du dein gebeugtes Bein zur linken Seite. Schau, dass deine rechte Hüfte über dem rechten Knie bleibt. Ausatmen, Sätze ab. Einatmen, Seitenwechsel. Halte kurz. Und dann setze wieder ab. Komm mit mir wieder in Rückenlage. Wir dehnen einmal kurz unseren Rücken auf. Zieh dein rechtes Knie zur Brust, streck dein linkes Bein aus. Und dann schieb deine rechte Ferse nach oben. Umfass dein Bein von hinten. Strecke es wirklich durch und zieh es, wenn du magst, noch ein Stück weit zu dir heran. Das kann am Oberschenkel geschehen oder am Unterschenkel. Und dann spürst du von der Ferse bis in deinen unteren Rücken eine Dehnung. Wunderbar. Bring dein Knie wieder zur Brust. Nimm das linke hinzu und wir wechseln. Streck dein rechtes Bein auf der Matte aus. Schieb deine linke Ferse nach oben. Lass dein Bein so gerade wie möglich sein. Und dann zieh es noch ein bisschen mehr zu deinem Körper hin, sodass du eine intensive Dehnung spürst. Wunderbar, Knie zur Brust. Hol einmal Schwung, setz dich auf und dreh dich zur Länge der Matte. Öffne deine Beine. Sitze aufrecht, Knie und Zehenspitzen zeigen Richtung Himmel. Und dann setzt du deine Hände vor dir auf und kommst so weit, wie es eben geht, so dass du eine Dehnung im unteren Rücken spürst. Natürlich spürst du auch hier eine intensive Dehnung. Wenn du flexibel bist, kannst du auch gern auf die Unterarme kommen. Nacken und Schultern sind ganz entspannt. 3 Atemzüge hier. Einatmen, richte dich auf.
Komm wieder in den Vierfüßler. Wir sind heute viel in Bewegung auf der Matte. Im Vierfüßler bringst du dann deinen rechten Fuß nach vorn zwischen deinen Händen. Und wenn du soweit bist, richtest du dich nach oben auf und kommst in eine leichte Rückbeuge, in der du einen kleinen Druck auch wieder in deiner Lendenwirbelsäule spürst. Einatmen hier, ausatmen, gehe tief. Bring dein Knie zurück, Seitenwechsel. Einatmen, richte dich auf, halte kurz. Ausatmen, gehe tief. Wunderbar. Bring deinen Fuß zurück, schwing deine Unterschenkel zur Seite. Streck deine Beine aus. Stell deinen rechten Fuß von außen an dein linkes Bein. Wir kommen in den Drehsitz. Deine rechte Hand kommt hinter deinen Körper und dann kannst du dein Bein umfassen oder du atmest ein, streckst deinen Arm nach oben und bringst ihn von außen an dein Knie. Und so kannst du ein bisschen intensiver in die Drehung hineingehen. Einatmen, löse auf. Wir wechseln einmal zur anderen Seite. Linker Fuß von außen neben dein rechtes Bein. Linke Hand hinter dir aufgestellt. Einatmen, rechter Arm nach oben. Und dein Arm gestreckt von außen an dein Knie. Und du drehst dich zur linken Seite auf. Einatmen, hebe wieder, strecke beide Beine aus, zieh den Bauchnabel nach innen und ausatmen, kommst du langsam nach vorn in eine Vorbeuge. Du musst gar nicht so weit gehen, sondern versuche hier schon dein Herz zu den Oberschenkeln zu ziehen. Es geht um deinen unteren Rücken. Halte hier kurz, schließ die Augen für 5 Atemzüge. Einatmen, richte dich langsam wieder auf. Bring die Arme nach oben, Bauchnabel zieht nach innen. Ausatmen, Twist zur rechten Seite. Linker Arm vorne, rechter Arm hinten, Bauchnabel zieht ganz feste Richtung Wirbelsäule. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, Seitenwechsel. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, noch einmal Seitenwechsel. Einatmen zur Mitte, nochmal nach links. Ein letztes Mal einatmen zur Mitte und ausatmen, werde weich. Wenn du magst, kreuze deine Beine, hol Schwung. Komm nach vorn und komm über den Vierfüßler in die Pose des Kindes. Bring die Zehenspitzen zusammen, die Knie weit, das Gesäß Richtung Fersen. Deine Hände krabbeln weit nach vorn und deine Stirn zieht Richtung Matte. Atme ein und aus. Deine Brust hat hier viel Raum.
Das ist unsere letzte Position für heute. Spüre nochmal Mutter Erde mit deinen Händen. Ein letzter tiefer Atemzug durch die Nase ein und gern durch den Mund aus. Und dann krabbeln deine Hände langsam zurück und wir treffen uns noch einmal im Schneidersitz. Sitze nochmal aufrecht, Schultern drehen zurück, schließ deine Augen und geh mit den Gedanken einmal in Richtung Lendenwirbelsäule. Schau mal, ob du was wahrnimmst, vielleicht etwas Wärme. Etwas mehr Beweglichkeit. Vielleicht spürst du auch, dass du dort gerade die Muskulatur trainiert hast, dass diese Stelle ein bisschen mehr durchblutet wird. Schau einfach, was sich da tut, gerade in deinem Lendenwirbelbereich. Lass die Augen geschlossen, bring die Hände vors Herz. Lass die Daumen nochmal deinen Brustkorb berühren. Ich möchte mich von euch verabschieden. Das Licht in mir sieht das Licht in dir. Namaste. Ich möchte die Zeit noch mal kurz nutzen, um quasi ein Last Call zu machen. Am Montag startet eine kleine Online-Einheit oder ja, eine Online-Serie im Juli, heißt Wohlfühlen und Entspannen und ist für dich genau das Richtige, wenn du ja, innere Unruhe hast, deine Gedanken kreisen und einfach nicht zur Ruhe kommst, wenn du Verspannungen hast ein bisschen und ja, dich einfach nicht wohlfühlst, dich gestresst fühlst, ist diese Einheitsserie quasi genau das Richtige für dich. Und ich würde mich freuen, dich auf der Matte zu sehen. Mehr Infos gibt es auf meiner Website www.wattenyoga.de. Bis dahin.